Herzlichen Dank für diese Einladung. Wir haben uns hier versammelt aus Anlass des 86. Geburtstags von Ina Swanitskaya, eine Komponistin, die hier in Stuttgart lebt und die eine sogenannte Ungeimpfte ist, was in den letzten Jahren eben zu einem Begriff wurde für Menschen, die sich nicht gegen Corona haben impfen lassen. Ich kenne sie nur über die Medien und ihre Geschichte über die Medien und möchte heute zu ihrem Geburtstag eine Ansprache direkt an Sie halten. Eine kurze Zusammenfassung, worum es eigentlich geht, was ich in den Medien mitbekommen habe. Frau Swanitskaya lebt offenbar alleine, hat eine Berufsbetreuerin aufgrund ihres Alters und es wurde beschlossen von einem Gericht, dass sie in eine Psychiatrie eingewiesen werden soll aufgrund ihres geistigen und gesundheitlichen Zustandes. Und eine der ersten Handlungen hätte sein sollen, dass sie dort gegen Corona geimpft wird. Gegen ihren erklärten Willen, den sie schon offenbar vorher so erklärt hatte. Und das sollte am 11. Januar geschehen. Am 10. Januar, erinnere ich mich, ging es in den Medien herum, in den alternativen Medien, dass am nächsten Tag so etwas passieren soll. Und am 11. Januar wurde sie offenbar zu Hause nicht vorgefunden, als sie zwangsgeimpft werden sollte, als sie abgeholt werden sollte. Und wenn man den Medienberichten glauben kann, hält sie sich gerade versteckt. Es sind Videos von ihr erschienen, dass es ihr offenbar gerade gut geht. Sie hat natürlich Angst, was ist. Aber es haben sich auch verschiedene Menschen ihrer angenommen und sie hat offenbar jetzt auch eine rechtliche Vertretung. Und wir sind optimistisch, dass das mit der Zwangsimpfung abgewehrt werden kann. Mir ist ganz wichtig, Frau Swanitskaya, ich weiß nicht, wie Sie letztes Jahr Ihren Geburtstag verbracht haben, Ihren 85. Geburtstag, Januar 2022, das war noch die 2G-Zeit. Ich selbst bin auch ein sogenannter Ungeimpfter, ich habe das auch erlebt. Ich gehe davon aus, Sie haben ihn letztes Jahr nicht wirklich feiern können mit vielen Menschen, allein schon durch diese Restriktionen. Dieses Jahr halten Sie sich zu Ihrem Geburtstag offenbar versteckt und wir alle sind hier auf der Straße, damit Sie nächstes Jahr Ihren Geburtstag gemeinsam mit vielen alten und neuen Freunden feiern können und diese ganze schreckliche Geschichte in Vergessenheit gerät. Mich hat die Geschichte sehr, sehr mitgenommen mit Frau Swanitskaya, weil ich bin Filmregisseur, ich wurde ja vorgestellt und ich war immer sehr begeistert von Filmen und Kunstwerken der 60er Jahre, der 1960er. Deshalb ist der Altersdurchschnitt meines Freundeskreises wahrscheinlich weitaus höher als bei den meisten in meinem Alter. Ich bin jetzt 34 und bin mit so vielen Künstlerinnen und Künstlern und anderen kreativen Leuten befreundet, die in ihren 80ern und 90ern sind. Ich habe gemerkt, was das Alter mit einem machen kann, was am Älterwerden schwer ist. Nur hatte ich auch etwas überlegt, als Ungeimpfter, als sogenannter Ungeimpfter. Frau Swanitskaya hat es geschafft, diesen schrecklichen Druck in der 2G-Zeit zu überstehen. Sie wollte sich offenkundig nicht impfen lassen und sie hat das geschafft. Und dafür mein allergrößter Respekt. Ich habe erlebt, dass viel jüngere Leute es nicht geschafft haben, diesem Druck standzuhalten. Und sie hat es geschafft, selbstbestimmt zu bleiben und sich nicht impfen zu lassen, weil sie das nicht wollte. Und dafür gratulieren wir ihr. Wisst ihr, ich hatte gerade diese Woche Making-of-Dokumentation meiner ersten Filme geschnitten. Ich bin jetzt 34, damals war ich 17 und ich habe regalweise alte Sachen in meinem Privatarchiv. Und ich kann mir nur vorstellen, was bei Frau Swanitskaya wohl alles ist. Sie hat ein langes Komponistenleben und es tut mir so leid, dass ich bisher noch nichts von ihr gehört habe. Ich habe mich jetzt informiert, was für Werke sie geschrieben hat. Sie hat ja wirklich schon in den 60ern Musik geschrieben. Und ich freue mich, wenn es ihr wieder möglich ist, sich offen zu zeigen, wenn all diese Themen sich hoffentlich positiv geklärt haben, freue ich mich, mit ihr zu reden und dass sie möglichst vielen Menschen ihre Musik jetzt näher bringt. Das Thema Zwangsimpfung gegen Corona, das ist mir sehr nahe gegangen und ich habe mich mit einigen Leuten unterhalten, die ich kenne in der Altenpflege. Und es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, wenn jemand alt wird, das Thema Zwangsmedizin. Ich habe tatsächlich mit einer Altenpflegerin gesprochen, als ich ihr sagte, dass angeordnet wurde, dass Frau Swanitskaya gegen Corona geimpft werden muss, hat sie nur ganz erstaunt reagiert und
fragt, Moment, es gibt doch keine Impfpflicht, warum denn das? Und tatsächlich, ich habe mich da ziemlich viel eingearbeitet. Wir wissen, die Würde des Menschen ist unantastbar und das ist ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz. Natürlich kommt es vor, dass Menschen im Alter die geistigen Kapazitäten nachlassen. Es ist ein ganz schwieriges Thema. Nur bei allen Gesprächen, die ich mit Fachleuten hatte zu dem Thema Zwangsmedizin, kam heraus, wenn Menschen dement sind oder sonst wie gesundheitliche Schwierigkeiten haben, ich weiß nicht, wie es bei Frau Swanitskaya aussieht, soll man trotzdem nur im allergrößten Notfall zur Zwangsmedizin auf die Zwangsmedizin zurückgreifen. Ein ganz abstraktes Beispiel, wenn jemand tot umfällt, wenn er jetzt eine Tablette nicht nimmt und er versteht nicht, was das soll mit der Tablette, dann kann man vielleicht verstehen, dass man sie ihm gibt, aber für die Corona-Impfung, es gibt keine Impfpflicht, es gibt zahlreiche ungeimpfte Menschen, die so alt sind wie Frau Swanitskaya oder noch älter, es gibt keinen Grund, jemandem diese Impfstoffe zwangsweise zu verabreichen. Mich hat sehr beeindruckt, es sind viele Presseartikel erschienen in den letzten Tagen, von verschiedener Seite. Zum Beispiel hat mich beeindruckt, die israelitische Religionsgemeinschaft in Württemberg hat gesagt, der Sprecher hat gesagt, dass Frau Swanitskaya tatsächlich auch schon vorher deutlich machte, sie will nicht geimpft werden. Er konnte zu ihrem jetzigen gesundheitlichen Zustand nichts sagen, aber das heißt, Frau Swanitskaya hat wirklich eindeutig klar gemacht, sie will keine Corona-Impfung. Weil wirklich, wer durch diese ganze 2G-Zeit, die gesellschaftliche Ausgrenzung und den Druck durchgegangen ist und das durchgehalten hat, der hat wohl wirklich gezeigt, was da der Wille ist. Und das muss man respektieren. Ich glaube, die Menschen, die das beschlossen haben, dass Frau Swanitskaya eingewiesen werden soll, die Psychiatrie und zwangsgeimpft werden soll, ich nehme immer das Beste an und wahrscheinlich haben die auch das Beste im Sinn. Aber diesen Menschen muss man sagen, bitte informiert euch genauer über diese Arzneimittel, die ihr da verordnet, weil die Würde des Menschen ist unantastbar und lieber informiert man sich dreifach aus den verschiedensten Quellen, bevor man so etwas anordnet. Und ich bin überzeugt, dass es nicht zustande kommt, jetzt da Frau Swanitskaya juristisch beraten wird und so viel Unterstützung hat. Und ich habe ja erwähnt, ich habe mir mein Archiv angeschaut und die Ängste als Künstler, die kenne sogar ich mit 34 schon und viele alte Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Was passiert mal, wenn ich alt werde mit all meinen Werken? Interessiert das dann noch jemanden? Landet das vielleicht irgendwann alles auf dem Müll, wenn ich keine Kinder habe? Ich weiß nicht, wie Frau Swanitskajas Situation aussieht. Ich weiß nicht, Frau Swanitskaya, ob sie Kinder haben, ob sie nahe Verwandte haben. Aber was wir für sie tun können, wir können ihr zeigen, dass wir uns für sie interessieren. Auch ganz unabhängig von dem Thema mit der Zwangsimpfung, die hoffentlich abgewendet wird. Wenn die Zwangsimpfung abgewendet ist, hoffe ich, dass viele von uns sich für Frau Swanitskaya und ihre Werke auch weiter interessieren, schauen, wo man Noten bekommt, ihre Musik aufführen und dafür sorgen, dass sie zu ihrem Lebensabend sieht, dass ihre Musik weiterlebt. Und Frau Swanitskaya, ich habe ein persönliches Angebot für Sie. Ich hoffe, diese Rede gelangt irgendwie per Video zu Ihnen, wo auch immer Sie gerade sind. Ich habe ja gesagt, ich bin Filmregisseur und ein Metier, für das ich tatsächlich ziemlich bekannt bin, sind Dokumentarfilme über alte Künstler. Ich habe einen Film gemacht, Caligari in the Desert, der bei den Oscars tatsächlich in der Kurzfilmkategorie eingereicht war. Und einen Film, Die Liedermacherin von Botnang, über eine Komponistin aus Stuttgart-Botnang, die damals 87 war, der sogar in Hollywood gezeigt wurde. Und Frau Swanitskaya, sobald es sich juristisch alles geklärt hat und Sie wieder offen Menschen treffen können und hoffentlich zu Hause leben mit Betreuung, wie es für Sie gut ist und wie Sie glücklich sind, dann biete ich Ihnen an, dass ich mich mit Ihnen treffe und dass wir schauen, ob wir gemeinsam einen Film über Sie und über Ihr Leben drehen. Und zwar einen Film über Ihre Musik, Ihre Lebensgeschichte, Ihr Werk. Und diese Episode hier muss darin nicht einmal vorkommen, weil das sie nicht definiert. In der Presse gab es ganz unterschiedliche Stimmen. Manche sagen, sogenannte Querdenker würden diese alte Dame instrumentalisieren oder sonst etwas. Und ich muss sagen, in einem Punkt stimme ich zu, dieser Fall darf von niemandem instrumentalisiert werden, von keiner Seite.
aber es ist doch positiv, dass darüber in der Presse so viel berichtet wurde, dass Frau Swanitskaya jetzt auch juristische Unterstützung hat. Ich habe gelesen, es gibt einen Anwalt, Herrn Fischer, der sie jetzt vertritt offenbar, und ich weiß gar nicht, ob das alles so weit gekommen wäre, wenn nicht so viel berichtet worden wäre. Und ich denke, Frau Swanitskajas Fall wird hoffentlich gut ausgehen und eröffnet hoffentlich sehr vielen Menschen auch die Augen, was das Problem ist mit alten Menschen, die langsam praktisch in die Mühlen geraten von Zwangsmedikation und anderem, dass wir darüber auch ins Gespräch kommen. Und wenn man sagt instrumentalisieren, das gilt aber für alle Seiten. Es gab einen Presseartikel, da stand etwas von Querdenker gegen, in Anführungszeichen, Zwangsimpfung, Anführungszeichen. Das war die Vorschau des Artikels, die ich sah. Als ich den Artikel dann anklickte, war das schon geändert und die Anführungszeichen weg. Und vielleicht ist es auch ein Lernprozess, weil ich finde, egal wie man denkt, man darf diesen Fall auch nicht verharmlosen. Man darf eine Zwangsmedikation nicht in Anführungszeichen setzen. Es ist immer ein großer, großer Eingriff in die persönliche Freiheit, in die persönliche Würde, der nur unter ganz, ganz bestimmten Gesichtspunkten erfolgen darf. Und deshalb sind wir dafür, dass niemand das instrumentalisiert und auch niemand verharmlost. Wir sind ja auf der Straße für eine alte Dame, die nicht geimpft werden will und nicht geimpft werden soll. Und das ist alles. Und zum Abschluss habe ich noch einen Ausblick. Ich habe geschaut, nächstes Jahr 2024 ist der 20. Januar, wenn ich richtig gesehen habe, ein Samstag. Und ich hoffe, dass das Problem mit Frau Swanitskajas Situation sich bis dahin gelöst hat, mit all der juristischen Unterstützung, die sie jetzt hat. Ich habe gelesen, der Rechtsanwalt Fischer schrieb das in einem öffentlichen Post, wenn ich mich recht erinnere, dass auch jetzt Konzepte erarbeitet werden sollen, wie sie zu Hause versorgt werden kann. Ich kann nicht beurteilen, wie es ihr genau geht. Aber wenn es nächstes Jahr sich alles positiv geklärt hat und Frau Swanitskaja in einer Situation ist, die sie glücklich macht, bin ich dafür, dass wir uns wieder versammeln zu ihrem Geburtstag in irgendeinem großen Raum. Sie ist dabei und sie wird uns von ihrem Leben erzählen und wir hören ihre Musik und haben einen schönen Abend mit vielen alten und neuen Freunden für sie. Und vielleicht ein letzter Punkt, der mir aufgefallen ist, denn ich sagte vom Instrumentalisieren. Und teilweise lese ich Beiträge, die tatsächlich, also das waren so private Posts von Leuten, die meinten, ja, sie ist doch alt und wer weiß, wie es ihr geistig geht und da ist das doch nicht so schlimm und das finde ich ganz schrecklich. Da wisst ihr, ich habe ja gesagt, ich habe sehr viele Freunde, Freundinnen, die alt sind, wirklich in den 80ern und 90ern. Manche leben noch alleine und selbstbestimmt, manche sind sehr dement und schon im Heim. Und mit jedem Menschen, auch mit ganz dementen Menschen, habe ich wunderschöne Momente erlebt, in denen der Charakter wieder herauskommt. Das heißt, jedem steht die Würde zu und wir sind gegen jede Zwangsimpfung, egal wen es betrifft, egal wie alt, egal wie jung, egal wie es der Person geistig geht. Wer das nicht möchte, der soll es nicht werden und dafür stehen wir hier. Und Frau Swanitskaja, ich hoffe, Sie können Ihren Geburtstag dieses Jahr genießen. Seien Sie versichert, viele Menschen interessieren sich für Sie und ich denke, wir alle interessieren uns auch für Sie, nicht nur wegen dieser Geschichte mit der Corona-Impfung. Darüber sind wir vielleicht auf Sie gekommen. Ich glaube, viele von uns beginnen uns jetzt zu interessieren für Ihre Musik. Mir zum Beispiel, persönlich, ich komme jetzt doch noch ein bisschen darüber ins Reden. Ich habe gemerkt, Sie haben ein Musikstück geschrieben in Erinnerung an Alfred Schnittke. Das war ein ganz bedeutender Komponist, mit dem ich mich als Teenager viel beschäftigt habe. Ich kann schon kaum erwarten, wenn wir uns mal sehen, wenn wir miteinander sprechen, Sie zu fragen, ob Sie Alfred Schnittke persönlich kannten, was Ihr Bezug zu seinem Werk ist. Und ich bin mir sicher, viele haben auch ähnliche Fragen. Und ich bitte alle hier Anwesenden auch, hört euch an, was für Musik Frau Swanitskaja geschrieben hat. Schaut mal im Internet, was ihr von ihr findet. Und allgemein, wenn ihr im Umfeld alte Menschen habt, die ein interessantes Leben hatten, in welcher Hinsicht auch immer, sprecht mit ihnen, fragt sie über ihr Leben, macht Aufnahmen von ihnen, interviewt sie, veröffentlicht das, wenn sie wollen.
lassen wir das Beispiel von Frau Svanetskaya dafür stehen, dass wir dafür stehen, dass alte Menschen nicht ausgeschlossen werden und wir alten Menschen allgemein zeigen, sie sind Teil der Gesellschaft und die Menschen kümmern sich um sie. Herzlichen Dank. Er hat die Reden angefangen und er bekommt das Schlusswort. Alexander. Genau, ich hatte jetzt noch einen Gedanken, der mir ganz, ganz wichtig ist, dass ich ihn auch Frau Svanetskaya sage. Es ist jetzt Januar, es ist um die 0 Grad, wir stehen vor dem Rathaus in Stuttgart. Ganz unterschiedliche Menschen, einfach nur, weil wir Frau Svanetskaya zum Geburtstag ein Zeichen setzen wollen. Und ich dachte, Frau Svanetskaya, ich weiß nicht, wie Sie die Corona-Zeit überstanden haben als sogenannte Ungeimpfte. Ich muss sagen, mir sind in der Corona-Zeit ganz, ganz viele Akte der Solidarität aufgefallen und ich hoffe Ihnen auch, weil das Wort Solidarität, das ist mir ein großes Anliegen, das wurde von der Politik seit Jahrzehnten schon immer wieder missbraucht. Aber Solidarität sehen wir auch heute. Solidarität darf nie politisch angeordnet oder unter Zwang gesetzt werden. Aber was wir hier sehen, wir kommen freiwillig zusammen, damit wir Frau Svanetskaya alles Gute zum Geburtstag wünschen und ihr das Gefühl geben, nicht alleine zu sein, obwohl die allerwenigsten von uns sie davor schon kannten. Und das ist ein wunderschöner Moment der Solidarität, den wir hier alle miteinander teilen. Genau, freiwillig. Genau, die Freiwilligkeit ist das Essentielle. Das ist ein Beispiel, was ich ganz oft bringe, wenn das Wort Solidarität fällt. Wenn ich sage, es geht mir gerade nicht gut und ein Freund von mir sagt, oh, ich unterstütze dich, das ist Solidarität. Wenn ich sage, es geht mir nicht gut und wenn du mich nicht unterstützt, dann darfst du das Haus nicht verlassen, das ist keine Solidarität, das ist Zwang und das ist ein Riesenunterschied. Und ich habe etwas gedacht, wenn man jetzt nach Frau Svanetskaya im Internet sucht, findet man ein paar Artikel zu ihren Kompositionen und ganz viele Artikel zu dieser Geschichte gerade mit der Zwangsimpfung und der angedachten Zwangseinweisung. Und ich habe gedacht, was eine schöne Aufgabe für uns ist, wenn das alles hoffentlich abgewendet wird, dass wir auch dafür sorgen, dass im Internet die künstlerische Seite von Frau Svanetskaya präsenter wird. Ich hoffe, nächstes Jahr, wenn man ihren Namen googelt, findet man mindestens genauso viele Interviews mit ihr über ihr künstlerisches Leben, wer sie ist, biografische Notizen und dafür stehen wir hier. Und was mir auch sehr wichtig ist, das hat mich sehr nachdenklich gemacht, als ich den Fall las, wie oft ist das wohl schon vorgekommen mit einer Zwangsimpfung, die angeordnet wurde und niemand hat es vielleicht mitbekommen oder ganz wenige. Und ich habe gedacht, das ist ja auch etwas sehr, sehr Gutes, dass jetzt so viele Leute bemerken, dass so etwas auch passieren kann. Und ich denke wirklich, es war, soweit ich gelesen habe, 11:55 könnte man sagen. Es wurde beschlossen und ihre Tür wurde offenbar schon aufgebrochen und dann war sie eben verschwunden. Und wäre sie ein bisschen länger zu Hause geblieben, wäre das geschehen, bevor man irgendeinen Einspruch hätte einlegen können. Und deshalb ist das für uns alle ein Zeichen, dass wir an diesem Thema auch dranbleiben, unseren Aktivismus zur Corona-Impfung jetzt auch in diesem Bereich verstärkt ausdehnen. Die Impfpflichten wurden ja, soweit ich weiß, bis auf das Militär inzwischen schon alle zurückgenommen. Aber das ist ein Thema, an dem wir auf jeden Fall dranbleiben müssen. Und ich denke, das ist auch ein sehr gutes Fazit dieser ganzen Geschichte. Frau Svanetskaya, ich hoffe sehr, dass Sie zu Ihrem nächsten Geburtstag zu Hause leben, betreut sind, so dass es Ihnen gut geht, dass Sie weiterhin ungeimpft sind. Das sehe ich schon als selbstverständlich, weil ich denke, mit den juristischen Unterstützungen, die Sie erhalten, ist es hoffentlich ausgeschlossen, dass das auch wirklich durchgezogen wird. Und ich hoffe, dass diese Episode dazu dient, dass wir alle zu diesem Thema sensibilisiert sind. Herzlichen Dank.